Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Der Tiergarten Mönchengladbach hat ab diesem Jahr eine neue Tierart, über die wir uns sehr freuen und die bei den Besuchern schon sehr gut ankommt. Man mag es nicht glauben, aber diese Tiere sind mit den Elefanten verwandt. Nur leider sind sie nicht so groß wie die Elefanten. Sie haben ungefähr Meerschweinchengröße und man nennt sie Kappklippschliefer. Also eine Art, die in Afrika zu Hause ist und tatsächlich mit den Elefanten und den Seekühen verwandt ist. Sehr ungewöhnliche Gruppe sozusagen, aber aussehen tun sie wie etwas größere Meerschweinchen in Naturbraun. Bei unseren Besuchern kommen sie schon sehr gut an, obwohl sich eigentlich immer erst nur ein Tier zeigt. Die anderen sind noch ein wenig schüchtern, aber dieses eine Tier traut sich schon sehr weit vor, sitzt gerne auch hier schon auf dem Sims und versucht von den Besuchern, sich kleine Pellets zu erbetteln. Diese Tierart haben wir angeschafft, weil sie für uns nahezu ideal ist. Sowohl von der Größe her, weil wir ja ein sehr kleiner Tiergarten sind mit einer begrenzten Fläche, als auch von ihren sonstigen Ansprüchen. Sie brauchen relativ viel Sonne, im Winter auch ein wenig Wärme, das heißt, wir brauchen einen sehr sonnigen Außenstandort, Außengehege für die Tiere und wir müssen einen Innenraum bauen, den wir dann im Winter beheizen können, wo sie sich zurückziehen können und warme Felsen, Steine haben, wo sie sich dann aufwärmen können. Das alles können wir bieten, das bauen wir aber gerade um. Im Moment sind die Tiere hier bei uns im Affenhaus untergebracht, wo sie sich eigentlich sehr wohlfühlen und ihr Gehege schon voll ausnutzen. Das sind also reine Vegetarier, das heißt, wir werden sie mit Gemüse füttern. Obst ist eigentlich schon zu viel für sie. In ihrer Heimat ernähren sie sich von Gräsern und Kräutern, die eher da spärlich und mager vorkommen und eher vertrocknet und trocken daherkommen. Das heißt also, selbst so eine satte Möhre ist für die schon sehr reichhaltig und wird eigentlich nur einmal die Woche verfüttert. Wir verfüttern überwiegend Bittersalate und Gemüse, was wenig Energie hat, zum Beispiel Sellerie. Und natürlich Heu wird gemümmelt im Winter und im Sommer, wenn dann Laub da ist an den Bäumen, kann man auch alles an Laub und Zweigen verfüttern, was es so gibt. Das ist natürlich auch ideal, da können wir dann einfach bei uns hier im Garten ein bisschen wilder gehen, bei den Eichen, Buchen, Lärchen, alles was wir so haben, kann dann immer mal auch ins Gehege wandern für die Tiere. Noch eine Besonderheit ist, dass sie eigentlich sehr reinlich sind. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Alpakas, dass die Tiere eigentlich immer an dieselbe Stelle koten und harnen. Das ist natürlich für den Tierpfleger super praktisch. Ja, dann kann er einfach diese Stellen ablaufen, sauber machen und damit hat er das Gehege dann eigentlich schon gereinigt. Das ist natürlich sehr zeitsparend und gibt bei uns einen Daumen hoch.
Als Neuzugang dürfen wir einen männlichen Klippschliefer bei uns begrüßen. Den haben wir vor ein paar Wochen aus dem Tierpark Habenbeck in Hamburg abgeholt. Es war eine sehr lange Fahrt, aber ich denke, es hat sich gelohnt, denn der junge Mann ist schon sehr gut integriert hier bei seinen Damen. Die nehmen ihn immer in die Mitte und dann wird ordentlich gekuschelt. Zum Nachwuchszeugen ist er noch ein bisschen jung, aber wir hoffen natürlich im nächsten Jahr, dass wir dann unsere Gruppe durch eigene Jungtiere erweitern können. Die Tiere sind im Moment hier im Affenhaus untergebracht. Das ist aber eigentlich nur ein Provisorium, weil wir eine neue Klippschlieferanlage bauen, beziehungsweise wir bauen eine alte Anlage um für die Klippschliefer. Da haben wir bereits einen Wintergarten aufgebaut, sodass die Tiere im Winter eben durch die Sonneneinstrahlung schon genug Licht und Wärme erhalten. Natürlich gibt es auch eine Zusatzheizung für die kalten Abende. Und es wird sich eine Außenanlage anschließen, die doppelt so groß ist ungefähr, wo dann auch im Sommer und tagsüber ordentlich sonnengebadet werden kann. Das lieben nämlich diese Tiere und das brauchen sie auch. Und wir haben extra einen Standort ausgewählt, der eben so ausgerichtet ist, dass wir möglichst viel und lange Sonneneinstrahlung haben. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.